Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 25. Meine Liebe, du bist zurückgekommen. Bitte schließ auf. Ich möchte hinausgehen. Du wirst hier nicht mehr bleiben, meine Liebe. Ich habe die Kameras ausgeschaltet. Ich habe auch die Hintertür geöffnet. Niemand wird dich finden. Vielen Dank. Ich liebe dich so sehr. Du bist ein wahrer Liebhaber. Wir werden zusammenbleiben. Wo ist dein Haus? Ich möchte mich ausruhen. Ich bin heute sehr glücklich. Ich habe dir gesagt, dass meine Liebe rein ist, Sophie. Ich glaube an dich. Ich habe die Hintertür geöffnet. Du musst jetzt gehen. Warte auf mich in meinem Auto. Ich werde dich bald treffen. Okay, mein Schatz. Ich werde auf dich warten. Komm bald. Ich werde dich bald heiraten, Sophie. Ich kann ohne dich nicht leben. Das Essen war köstlich. Gott segne dich, mein Schatz. Es hat mir sehr gefallen. Deine Tochter ist ein Schatz. Ich bin so glücklich. Wirst du hier bleiben, meine Beste? Bitte verbringe Zeit mit uns. Ja, Mama. Bitte bleib ein paar Tage hier bei uns. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wir werden viel Spaß haben. Ja, Oma. Ich werde dich nicht gehen lassen. Du musst hier bei uns bleiben. Du wirst bei mir in meinem Schlafzimmer schlafen. Ich vermisse deine Gute-Nacht-Geschichten. Alle bestehen darauf. Wie kann ich Nein sagen? Na gut. Ich werde ein paar Tage hier bleiben. Ich habe dich sehr vermisst, Lena. Vielen Dank. Hat dir dieser Garten gefallen? Ja. Ich habe es sehr geliebt. Es ist wunderschön. Die Nacht funkelt auch. Wie geht es meinem kleinen Engel? Ihm geht es gut. Er ärgert mich gar nicht. Er ist mein Liebling. Du wirst bei mir bleiben. Niemand kann dich finden. Ich werde mich um alles kümmern. Sophie, ich liebe dich sehr. Ich möchte dich heiraten. Ich liebe dich auch. Ich denke, wir müssen warten. Ich kann dich im Moment nicht heiraten. Ich möchte deine Familie kennenlernen. Ich lebe allein, Sophie. Meine Mutter lebt in London. Ich habe keine Geschwister. Ich werde dich beschützen. Ich kann alles für dich tun. Gott sei Dank kann ich in seinem Haus bleiben. Ich bekomme kostenloses Essen und eine Unterkunft. Ich werde dich benutzen, Anthony.
Soll ich Alex treffen oder nicht? Er hasst mich. Nein, nein, ich muss mich von ihm fernhalten. Er kann mich töten. Ich muss Lena finden. Wo lebt sie? Ich will für den Rest meines Lebens kein Bettler sein. Lena wird mir auch nicht helfen. Sie kennt mich. Sie hasst mich auch. Nein, ich muss sie finden. Ich brauche Geld. Sie ist meine letzte Hoffnung. Ich möchte mein Leben leben. Ich wünschte, ich könnte dieses Haus verlassen. Meine Stiefmutter und meine Schwester sind grausam. Wir sind zurück. Ist das Abendessen fertig? Ich habe großen Hunger. Ja, Mama. Das Abendessen ist fertig. Soll ich den Tisch decken? Du kannst den Tisch später decken. Ich bin sehr müde. Du musst meine Füße massieren. Komm mit mir. Bist du taub? Meine Tochter braucht deine Hilfe. Sie ist deine Schwester. Okay, Lisa. Ich werde deine Füße massieren. Lass uns gehen. Ich habe den heutigen Tag sehr genossen. Ich habe mir neue Kleider gekauft. Ich brauche einen reichen Ehemann. Ich möchte in die Stadt gehen. Ich werde mein Leben nicht in diesem Dorf verbringen. Hast du mir ein neues Kleid gekauft? Ich trage alte Kleidung. Überhaupt nicht. Ich habe kein Kleid für dich gekauft. Wir ernähren dich. Wir lassen dich in diesem Haus bleiben. Du solltest dafür dankbar sein. Du bekommst jeden Monat die Rente meines Vaters. Ich verkaufe auch Früchte auf dem Markt. Ich arbeite hart und verdiene Geld. Du bleibst einfach zu Hause. Was meinst du? Er war mein Vater. Wir kümmern uns um dich. Das ist die Rente meines Vaters. Er war nur mein Vater. Ich weiß, dass du und Mama mich hasst. Ich bin deine Stiefschwester. Halt den Mund. Du kennst diese Welt nicht. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast Essen auf dem Tisch. Sei nicht so undankbar. Ich kenne euch. Ihr lasst mich für Geld in diesem Haus bleiben. Ich verdiene Geld. Ich verkaufe Früchte auf dem Markt. Ihr braucht eine Haushälterin, deshalb lasst ihr mich in diesem Haus bleiben. Was denkst du? Du kannst jetzt gehen. Ich fühle mich schläfrig. Gott sei Dank habe ich eine Arbeit gefunden. Ich werde hart arbeiten. Ich habe nur dieses Haus.
Mein Bankkonto ist leer. Du hast mein Leben ruiniert, Amanda. Lena war eine treue Ehefrau. Ich habe sie für dich verlassen. Gott sei Dank hat Martin dich getötet. Ich werde nicht wieder heiraten. Ich brauche keinen Goldgräber in meinem Leben. Guten Morgen, Alex. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Herr. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Hör zu, Alex. Ich habe meine wichtige Akte zu Hause vergessen. Kannst du diese Akte ins Büro bringen? Natürlich, Sir. Kein Problem. Ich kann das machen. Wo wohnen Sie? Ich kenne Ihre Adresse nicht. Keine Sorge. Ich werde Ihnen die Adresse schicken. Danke. Ich sehe Sie im Büro. Okay, Sir. Ich werde Sie bald sehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hallo Matteo. Ist alles in Ordnung? Du hast mich zweimal angerufen. Ich war in der Küche. Lena, ich habe meine Akte zu Hause gelassen. Ich habe meine wichtige Akte in den Schrank gelegt. Ich brauche diese Akte. Ich habe in ein paar Stunden ein wichtiges Treffen. Ich habe meinen Mitarbeiter geschickt. Er wird bald da sein. Du musst ihm nur diese Akte geben. Kannst du das machen? Ja, klar, Matteo. Das ist keine große Sache. Ich werde ihm diese Akte geben. Mia, wo ist mein grüner Tee? Geh und mach mir grünen Tee. Du bist sehr faul. Warte einen Moment, Lisa. Ich bin fast fertig. Ich muss den Abwasch machen. Ich will meinen grünen Tee sofort. Kannst du mich hören? Warum bist du immer noch hier? Du solltest in den Wald gehen und ein paar Früchte sammeln. Ich will Geld. Geh und verkaufe Früchte auf dem Markt. Du bist ein faules Mädchen. Hey du musst auch mein neues Kleid bügeln. Du kannst jetzt nicht gehen. Warum schaust du mich an? Geh und bügle ihr Kleid. Sie ist deine Schwester. Los, los. Du hast nicht den ganzen Tag Zeit. Wo ist mein grüner Tee? Mia, geh und mach mir eine Tasse grünen Tee. Okay, Lisa. Ich werde grünen Tee für dich machen. Wie fühlst du dich jetzt? Du kannst hier ohne Angst bleiben. Niemand kann dich hier finden, meine Liebe. Danke, Anthony. Du solltest jetzt gehen. Du kommst zur Arbeit zu spät. Ich hoffe,
Du kannst diese Situation bewältigen. Keine Sorge, ich werde diese Situation bewältigen. Ich liebe dich sehr, ich kann alles für dich tun. Pass auf dich auf. Er ist verrückt nach mir. Ich werde die Stadt bald verlassen. Er ist Polizist. Ich muss sein Geld stehlen. Ich kann nicht mein ganzes Leben hier bleiben. Ich werde ihn benutzen. Was meinst du? Wo ist Sophie? Sie ist nicht in ihrer Zelle. Sie ist entkommen. Wie ist es möglich? Ich frage etwas. Ich weiß es nicht, Sir. Die Videoaufnahmen der Überwachungskamera fehlen ebenfalls. Ich denke, jemand hat ihr geholfen. Sie konnte diesen Ort ohne Hilfe nicht verlassen. Wir müssen dieses schwarze Schaf finden. Findet diese Person sofort. Sophie ist ein gieriges Mädchen. Sie kann alles für Geld tun. Anthony, weißt du etwas darüber? Hast du Sophie gestern in ihrer Zelle gesehen? Ich weiß nichts darüber. Ich habe sie gestern in ihrer Zelle gesehen. Keine Sorge, ich werde sie bald finden. Sie kann mir nicht entkommen. Gut, du bist ein mutiger Polizist. Ich glaube an dich. Finde sie so schnell wie möglich. Hallo, Herr Officer. Ist alles in Ordnung? Warum haben Sie mich vorhin angerufen? Ich möchte Ihnen etwas sagen. Sophie ist geflohen. Sie ist nicht in ihrer Zelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.